Ja, wir sind der UBS dankbar. Wir sind aber auch der CS dankbar. Wir sind dankbar, dass dieser Zusammenschluss zustande gekommen ist. Solide wie eine Schweizer Bank. Das war einmal. Oder würden Sie diese Wendung heute noch gebrauchen? Die Credit Suisse hat den Bund zu einer Rettungsaktion gezwungen, wie sie sich niemand hat vorstellen können. Nun herrscht Konsternation. Aber wir lernen gerade viel über uns selbst. Über die Banken, über den Bankenplatz, über die Schweiz in der Welt. Darüber reden wir heute. Grüezi miteinander. Die Schweiz. Vom Geld regiert. Let's talk. Ich freue mich auf das Feedback von unserem Auslandsschweizer Jean-Pierre Mitta in den USA, Boston. Er wird die Sendung verfolgen und später mit uns ins Gespräch treten. Ich freue mich auch auf Susanne Ziegler. Sie sind Bankenprofessorin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben sich vertieft mit Bankenregulierungen auseinandergesetzt und schon lange vor dem CS-Debakel gewarnt, dass bei einer weiteren Grossbankenrettung der Staat einspringen müsse. Ebenfalls freue ich mich auf Marc Genet, Professor für Finanzmathematik an der Uni Zürich. Guten Tag. Guten Tag. Auch Sie warnen seit Jahren vor den Gefahren des Bankensystems für die SteuerzahlerInnen. Letztes Jahr schlugen Sie in Sachen Credit Suisse Alarm. Susanne Ziegler, an diesem Sonntagabend, 19. März, als das Ende der Credit Suisse verkündet wurde, was war da Ihre Reaktion? Also ich war zu dieser Zeit in New Orleans in den USA und für mich war es morgen. Und natürlich war das nicht ganz überraschend. Als ich aufgewacht bin, habe ich sofort natürlich die Medien konsultiert und habe das gelesen. Habe auch all die Medienanfragen gesehen und habe die wichtigsten dann weitergeleitet. Kurzfristig habe ich gedacht, ist das eine gute Lösung, oder? Man hat ein Problem gelöst. Langfristig macht es mir etwas Bauchschmerzen. Was ist, wenn diese neue, einzige Großbank in Schieflage gerät? Was machen wir da? Marc Genet, wie verbrachten Sie diesen Sonntag? Ich war bei 20 Minuten, um die Pressekonferenz zu kommentieren. Und bei dieser Gelegenheit musste ich leider laut sagen, dass es sich nicht nur um den Bankrott einer großen Bank handelt, es handelt sich auch um das Versagen der Politik in unserem Land, die 15 Jahre gewartet hat, um plötzlich in 2-3 Tagen eine Lösung zu basteln. Seit langem, seit 2008, seit der Finanzkrise, wissen wir, dass Großbanken unterkapitalisiert sind, dass sie undurchsichtig, komplex und sind und trotzdem gar nicht ernst gemacht wurde. Frau Ziegler, Sie haben viele Bankenpleiten in der Schweiz analysiert. Gibt es eigentlich ein Muster? Ja, ich glaube, es gibt ein Muster. Man versucht immer, eben eine Regulierung zu machen, dass man dann beim nächsten Fall der Staat nicht mehr involviert ist oder dass man das lösen könnte. Und im Endeffekt ist die Erfahrung eigentlich, dass man diese Regulierungen nicht brauchen kann und eine Lösung braucht, die eben den Staat wieder involviert. Also das war schon in den 30er Jahren so mit der Volksbank, die man vorübergehend vom Staat auch geführt wurde. Das war in den 90er Jahren so, als man im Hintergrund sehr viel organisiert hat mit Übernahmen und mit Lösungen. Es war 2008 so mit der UBS und eben mit der neuen Regulierung. Deshalb auch vor 10 Jahren meine große Frage, wird es wirklich möglich sein, dass man ohne Staat da etwas mit diesem neuen Instrument lösen kann? Und es war tatsächlich einmal mehr so, all die dicken Notfallpläne bringen nichts und man braucht dann wieder den Steuerzahler am Ende. Sie haben sehr intensiv gewarnt vor dem Credit Suisse-Kollaps letztes Jahr, aber vor allem wegen Derivaten, Wetten am Finanzmarkt. Dort sahen Sie die Gefahren. Nun scheiterte es am Vertrauen. War das eine Überraschung? Nein, seit langem analysiere ich die Lage. Und es scheint, dass ich in der kleinen Minderheit bin. Die Derivate, das Volumen von Derivaten ist für UBS und Credit Suisse zusammen etwas 40 Mal dem BIP der Schweiz. Es entspricht 40 Mal dem BIP der Schweiz. Bilanzsumme 2 Mal dem BIP der Schweiz.
Derivate 40 Mal. Es ist eine Bombe, eine Zeitbombe. Wir können dies gleich aufzeigen. Wir haben eine Grafik, die ein bisschen die Zahlen der großen neuen UBS darstellt. Also sie ist 28% des Schweizer Bankengeschäfts. Die Bilanzsumme, wie Sie gesagt haben, das ist das Doppelte der Schweizer Wirtschaftsleistung. Sie verwaltet Vermögen von 5 Billionen. Und international gesehen ist Rang 21, aber im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt stellt sie eigentlich eine Größe dar, die es sonst nirgends gibt. Kann man das so sagen? Ja, aber was fehlt ist, nochmals sind die Derivaten. Riesig. Es handelt sich um Wetten. Um Wetten um was? Um Ausfälle oder Bankrotte vom Unternehmen. Das ist gefährlich. Susanne Ziegler, warum vertraut der Mensch eigentlich sein Geld einer Bank an, wenn man doch weiß, wie das System ausgesetzt ist, den eigenen Dynamiken? Ja, ich glaube, ein großer Vorteil des Bankensystems ist, es ist einfach oder es vereinfacht das Leben, wenn man Geld, das man im Moment nicht braucht, bei einer Bank deponieren kann, das holen kann, wenn man es braucht und in normalen Zeiten noch einen Zins dafür erhält. Es zeigt sich aber auch, dass eben Vertrauen kriegt man nicht einfach so. Und beispielsweise die Kantonalbanken mit der Staatsgarantie, das war ursprünglich einmal notwendig, dass die Leute das Geld überhaupt auf die Banken brachten, mussten viele Kantonalbanken mit einer Staatsgarantie ausgestattet werden. Oder auch andere Institutionen hatten Garantien oder auch Haftung der Eigentümer. Also es gibt das Vertrauen, ja, muss man sich aufbauen. Spannend ist eigentlich, dass traditionell die Großbanken genau das nicht brauchten. Also die hatten weder eine Staatsgarantie ursprünglich. Nicht offiziell? Nicht offiziell, aber ich meine, ja, wenn man 100 Jahre zurückgeht, auch nicht inoffiziell. Aber das muss man sich erarbeiten. Aber ja, wenn es einfacher wird, brauchen wir das. Max Scheni, eine Bank, die so groß ist wie die UBS, kommt das gut? Nein, sicher nicht. Wir brauchen kleinere Banken, nochmals. UBS ist zu groß. Wir sollten eine Art Glastiegel haben, wie in den Vereinigten Staaten zwischen 1933 und 1999. Das heißt, Geschäftsbanken und Investmentbanken getrennt. Es gibt viel weniger Risiken. Und das hat funktioniert. Während mehr als 60 Jahren. Es gab viel weniger Bankenkrisen. Wir wissen, was wir machen sollten. Susanne Ziegler, Sie forschen ja zu den Regeln, eben was man machen sollte, um solche Banken zu regulieren, zu zähmen. Aber angenommen, ich setze Sie nun mal ans Steuer der UBS und gebe Ihnen die Aufgabe, machen Sie daraus eine solide Schweizer Bank, für eine, die den Kunden gefällt, den Aktionären Freude macht, aber auch den Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen nicht verunsichert. Was wäre Ihr Plan? Das ist natürlich eine schwierige Frage und würde wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen. Ich glaube, einfach um das kurz zu fassen, ich würde da die einzelnen Bereiche mal auseinandernehmen. Also da würde ich anknüpfen oder, an der Idee von Herrn Genet und dann schauen, was kann man verselbstständigen auch. Also die Frage ist wirklich, braucht das alles unter einem Dach zu bleiben? Was ich mich aber vielleicht jetzt konzentrieren möchte, ist, was brauchen wir fürs Inland oder was für Dienstleistungen sollte diese neue Bank anbieten. Hier, denke ich, könnte man das etwas auseinandernehmen. Also man könnte für so Standardgeschäfte könnte man durchaus sich eine digitale Bank überlegen, die, wo man die Zahlungen erledigen kann, alles, die wirklich gute digitale Leistungen rund um die Uhr für die Standardkunden hat. Und dann ist wahrscheinlich wichtig, dass man auch für die KMU eine Bank hat, und zwar vor allem auch für global tätige KMUs. Und das sind in der Schweiz viele. Also es ist die Aufgabe eigentlich einer großen Bank wie der UBS, dass sie die Bedürfnisse der Banken erfüllt für das internationale Geschäft und am Ende natürlich tatsächlich für die großen global tätigen Unternehmungen. Also ich glaube, diese Standbeine sollte die haben und dann hat es auch einen volkswirtschaftlich positiven Effekt. Richtig zusammengefasst, vielleicht Sie würden doch einige kleinere Banken daraus machen. Also ich würde das genauer anschauen. Wo sind mögliche Bruchstellen, also wo kann man diesen Koloss auseinanderbrechen. Und zwar dann die Bruchstellen auseinandernehmen, wenn man nicht retten muss. Genau, wenn es noch gut ist. Max Scheni, haben Sie dazu etwas zu ergänzen oder zu kritisieren an diesem Plan? Ja, sicher wissen Sie, eine Monsterbank kann nicht solid sein, unmöglich.
Warum? Weil für das Management, es ist klar, im Fall von Problemen, der Steuerzahler wird die Rechnung bezahlen. So, es gibt immer mehr Anreize, Risiken einzugehen. So, deswegen sollte die Bank viel kleiner sein und einfach bankrott gehen, wie fast alle andere Unternehmen, wenn sie, die Bank, falsche Investitionsentscheidungen trifft. Sehr einfach, so kleiner. Man muss auch die Entlohnungen kontrollieren. Es kann nicht der Fall sein, dass wir als Steuerzahler, wir bezahlen die Rechnung, aber wir können nicht etwas sagen zum Thema Boni und Entlohnungen. Sie sind grotesk heute. Brady Dugan hat 51 Millionen gekriegt, einmaliges Jahr. Der Aktie ist von 70% gesunken. Es sind so viele Beispiele. Man muss das kontrollieren. Es ist so, der Staat ist eigentlich unter der Kontrolle fast schon dieser Finanzinstitute. Etwas blieb mir nämlich hängen an der Medienkonferenz zur Credit Suisse. Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Nationalbankpräsident Thomas Jordan legten da offen, wie sie aus Rücksicht auf die Credit Suisse ein politisches Geschäft vertagen mussten. Schauen wir mal rein. Unter meinem Vorgänger Ueli Maurer wurde im Bundesrat diskutiert, ich sage das, um sehr transparent zu sein, ob man jetzt diese Vernehmlassungsvorlage beschleunigen soll. Und man hat davon abgesehen, weil gerade in der damaligen Liquiditätssituation der Credit Suisse, wenn wir jetzt plötzlich so einfach ein halbes Jahr früher gekommen wären, zufällig mit dieser Vernehmlassung zum PLB, dann hätte das sicherlich auch Fragen ausgelöst. Also wir haben es damals nicht beschleunigt im Bundesrat, um nicht zu verunsichern. Also es hätte in dieser Zeit im Oktober nicht stabilisierend, sondern destabilisierend gewirkt. Dazu stellen möchte ich eine Aussage vom damaligen Finanzminister Ueli Maurer. Das war im Dezember 2022. Können Sie sich vorstellen, dass es eine zweite Rettung von einer Grossbank gibt? Das ist im Moment keine Perspektive und kein Diskussionsgrund. Nein, die CS hat jetzt Massnahmen gemacht, um das Problem selber zu lösen. Man muss es jetzt einfach ein Jahr, zwei in Ruhe lassen und nicht jeden Tag irgendeine Sensation suchen. Weil die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die Karten sind offen auf dem Tisch. Die Karten liegen offen auf dem Tisch, aber das ist bemerkenswert. Hinter den Kulissen müssen Landesregierung und Nationalbank ihr Handeln an den Märkten ausrichten und vor den Kulissen auch ihre Kommunikation. Susanne Ziegler, regiert das Geld die Schweiz? Gibt es den Takt vor? Also wenn man das hört, hat man diesen Eindruck, das stimmt. Und ich habe mir das auch etwas historisch angesehen und ich glaube, woher kommen wir? Oder? Also die Schweiz war ein armes Land, sehr lange. Wir haben keine Schulden gemacht, wir hatten keine Banken eigentlich. Und ja, wir waren arm. Und dann grob so 1850 herum hat man gesagt, ja, das ist doch eine gute Idee. Wir nehmen Kredite auf oder wir vergeben Kredite. Und so hat man zum Beispiel das Bahnnetz gebaut. Oder? Als das europäische Bahnnetz fertig war, hatten die Schweizer Bahnen etwa 25 Kilometer. Und dann hat man diese Idee entdeckt, wie kann ich reich werden? Also wir brauchen Banken und wir bauen die Infrastruktur auf mit Krediten, wir bauen große Unternehmungen auf und mit dem hat man etwas, ja, die Seele verkauft und Geld wurde wichtig und diese Verknüpfung ist einfach so stark geworden, dass man tatsächlich jetzt einfach Banken nicht mehr bankrott gehen lassen kann, so große Banken. Schaukelte sich etwas hoch mit Geldwirtschaft, Geld und plötzlich... Genau, und plötzlich ist es so volkswirtschaftlich so relevant, dieses Finanzsystem. Max Chesney, Sie fordern schon lange mehr Transparenz und Kontrolle. Steht dahinter auch die Hoffnung, dass der Mensch oder die Gesellschaft die Banken noch irgendwie stören können? Ja, wissen Sie, es gibt ein 8. Mitglied im Bundesrat. Er wurde nicht gewählt. Er ist mächtiger als die anderen. Es handelt sich um den CEO von Credit Suisse, von UBS. Und das ist nicht gut für die Demokratie. So, wir müssen schnell Lösungen finden. Ja. War das schon vor der großen UBS so, oder sagen Sie das jetzt? Ja, es ist klar geworden. Deswegen sage ich das auch klar heute. Vorher war mehr oder weniger der Fall, aber jetzt mit einer Bank nochmal zweimal, die Größe der Bilanz entspricht zweimal dem BIP und Derivate 40-mal dem BIP. Wir haben ein 8. Mitglied im Bundesrat. Die Politik versucht ja immer wieder einzugreifen. Das Parlament hat eine Sondersession einberufen. Es will diesen neuen Koloss
die UBS regulieren. Wir haben ParlamentarierInnen der großen Parteien nach ihren Vorschlägen gefragt. Wir schauen das mal an. Avec cette grande UBS, on est dans une situation à haut risque. Je pense qu'on doit absolument légiférer maintenant pour séparer la structure interne de cette banque. Je dirais que ce qui est aussi très important, ce qui a été refusé hier, c'est de s'assurer que le conseil d'administration soit de majorité suisse pour défendre vraiment l'institution bancaire suisse. Es gibt vielleicht auch Ansätze, dass man sagt, die variablen Vergütungen bei systemrelevanten Banken, wo das Risiko am Schluss dann der Staat trägt, die werden begrenzt. Es gibt auch noch andere Ideen. Ça implique peut-être la division de la banque, ça implique peut-être des règles plus strictes de surveillance. On va devoir le faire, mais la première chose à faire, c'est un diagnostic sur ce qui s'est passé. On veut demander des comptes aussi aux différents responsables. On voit que le Conseil fédéral a dû agir dans l'urgence, mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Was nicht geht, ist, dass wir wieder 15 Jahre lang erzählen, wie schlimm das ist, dass wir diese Bank retten mussten und dann nicht ein Gesetz mit klaren Schranken da ist. Da gibt es sehr viele Ideen. In einem einzigen Wort, Frau Ziegler, welches Element braucht eine Bankenregulierung auf jeden Fall? Also sicher eine sehr gute Eigenkapitalregulierung. Also die Solvenz der Bank ist wichtig. Und Sie, Maxine, ein Element, das es unbedingt braucht? Ja, Eigenkapital, nicht 3, 4, 5, aber 20, 25, 30%. Warum? Wenn wir einen Kredit brauchen, um eine Wohnung zu kaufen in der Schweiz, müssen wir 20, 25% der Wert der Wohnung bringen. Das ist unser Eigenkapital, das macht Sinn. Die Großbanken sollten auch dieselben Regeln benutzen. Ich möchte nun die Schweizer Autorin und Theatermacherin Laura Döweg aus Hamburg zu uns holen. Guten Tag, Frau Döweg. Guten Tag. Hallo, auch an Sie. Zuerst die Frage, dieser Credit Suisse Sonntag, der 19. März, war das für Sie ein besonderes Erleben? Nein, ich muss gestehen, es war nicht wirklich ein besonderes Erleben. Es hat mich weit weniger mitgenommen als zum Beispiel dieses Aus von der Swissair. Ich habe die Nachricht gelesen und ich habe gedacht, gut, das ist jetzt eine Krise, aber diese Krise ist eben auch eine große Chance. Es ist eine Chance, diesen Finanzplatz neu zu denken, aber ob diese Chance genutzt wurde, das sehe ich noch nicht. Sie gaben in einem Text im Spiegel-Magazin ja eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage, wer in der Schweiz das Sagen hat. Können Sie das mal noch für uns ausführen? Ja, das Sagen hat das Geld und das klingt so banal. Man hört immer wieder diesen Satz, Geld regiert die Welt und dieser Satz ist schon so abgegriffen. Aber wenn man wirklich schaut, welchen Stellenwert hat eigentlich das Geld in der Schweiz, auch im Vergleich zum Schweizer Bürger, dann sieht man, das Geld dann endlich viel Sozialhilfe bekommen und muss dafür keine strengen Bedingungen erfüllen. Es darf dubiose Geschäfte betreiben, es darf untertauchen, Stichwort Bankheide. Es darf sehr viel und wird dafür nicht bestraft, sondern sogar belohnt. Und das ist schief. Also wenn Sie dem Schweizer Bankenplatz jetzt nun ein Adjektiv geben müssten, wie würde das lauten? Ja, das ist natürlich dann nicht sehr schmeichelhaft, aber manchmal denke ich, es ist wie verkokst. Also wie Menschen, die zu viel Koks nehmen, die dieses Gefühl von, wir stehen über alles, wir müssen uns der Realität nicht anpassen, ein großes Selbstbewusstsein, wir gestehen keine Fehler ein, aber irgendwann kommt natürlich die Ernüchterung oder der Kater. Also man könnte auch sagen, abgekoppelt von der Realität ein bisschen. Ja, ganz genau. So wird das auch hier in Deutschland wahrgenommen. Und von außen als Auslandschweizerin sehen Sie vielleicht besser, was hier nötig wäre, was uns gut anstehen würde. Haben Sie uns einen Hinweis? Ja, ich wünsche, dass die Schweiz mehr Verantwortung übernimmt und eben nicht nur Verantwortung dafür, dass aus einem Franken ein Franken oder 2 Franken wird, sondern eben auch Verantwortung dafür, was passiert eigentlich, wenn man diesen Franken verdoppelt. Und ich wünsche der Schweiz mehr Vertrauen zu den europäischen Partnern. Ich sehe das hier in Deutschland. Die Schweizer werden immer noch sehr geliebt. Alle freuen sich, Schweizer zu treffen. Aber gerade in den letzten Jahren mit Corona und jetzt auch bei dem Krieg, wo alles immer sehr verzögert passiert, schütteln sie manchmal den Kopf und lachen und sagen, was ist denn bei euch wieder los? Und ich wünsche mir, dass die Schweiz schaut, dass sie nach außen hin wieder ernst genommen wird. Vielen Dank, Frau Döweg.
Vielen Dank. Wenn wir von Auslandschweizerinnen sprechen, Frau Ziegler, die spielen ja eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Schweizer Bankwesens. Erzählen Sie mal. Wir haben ein sehr, sehr junges Bankensystem und das ist eigentlich eine Bank, dass eine Bank überlebt, braucht es Leute oder Kunden, die wirklich auch Bankdienstleistungen nachfragen. Und die ersten Banken, die waren, abgesehen von den Banken für ausländische Kunden, waren so in der Region Bern. Die gingen wieder Konkurs eigentlich, weil die nur Spargelder hatten und Zinsen bezahlten, aber niemand wollte Kredit. Und da kam schon eben die Idee am Ende aus dem Ausland, dass wirklich Auslandschweizer sahen, wie in Frankreich, wie in Norditalien die Wirtschaft floriert, weil man eben mit Krediten finanziert und nicht wartet, bis man gespart hat. Unsere alten Zunftordnungen basierten nicht auf Krediten und auch die alte Eidgenossenschaft hat nie Kredite aufgenommen oder sich verschuldet. Die haben gespart. Und das ist so eine Innovation, die vor rund 1850 herum in die Schweiz kam und eben speziell von Auslandschweizern wurde das ins Heimatland zurückgetragen. Also da wurde von der Sparkasse quasi zur Kreditanstalt sich entwickelt und das war der Anfang, könnte man sagen, des Investmentbankings. Also vor dem Zusammenbruch jetzt war die Credit Suisse die älteste noch existierende Großbank in der Schweiz. 1850er Jahre gegründet. Und dann wurde das Banking in der Schweiz wie eigentlich zum Markenzeichen, zum Aushängeschild. Swiss Banking, ein ikonischer Begriff, Marc Chesney. Gibt es etwas, was die Schweiz denn im Banking besonders gut macht, besser kann als alle anderen? Immer weniger jetzt. Das Banking, das Geheimnis, Bankengeheimnis ist verschwunden. Und was bleibt jetzt, ist, dass die Schweiz gehört zu einem System. Das heißt, die Finanzmärkte weltweit und mit weniger besonderen Eigenschaften in der Schweiz. So, das System ist unstabil, ist komplex und das ist gefährlich für uns alle. Das Bankgeheimnis ist weg. Auch die solide Schweizer Bank gibt es als solche nicht mehr, hat sich eher als Behauptung entpuppt. Wenn wir die Großbanken anschauen, ist das berühmte Swiss Banking wirklich kein Alleinstellungsmerkmal mehr oder gibt es noch einen Kern, der bleibt? Also zuerst einmal vielleicht das gute alte Swiss Banking. Oder die Frage ist immer, was ist das? War das wirklich so gut? Und ein großer Teil natürlich des Erfolgs war auch, dass die Banken sich sehr stark abgesprochen haben. Also die haben Zinsen abgesprochen, lokal. Die haben ganz vieles untereinander besprochen und auch sehr gut verdient, weil sie wenig transparent waren und die Kunden relativ viel bezahlt haben für die Dienstleistungen. Dem trauen Sie nicht nach? Nein, man denkt immer, früher war alles besser, aber es war nicht nur alles besser. Also man hat sehr viel mehr Transparenz reingebracht. Ob das genug ist, immer noch, ist die andere Frage. Aber ich glaube, was bleibt, haben wir auch schon in Forschungsstudien untersucht, ist, dass diese politische Stabilität, die wir im Vergleich zum Ausland immer noch haben, so ein Asset ist, das geschätzt wird, vor allem von Vermögensverwaltungskunden. Und die gewisse Verschwiegenheit. Wir haben ja das Bankgeheimnis im engeren Sinn haben wir nicht mehr, aber wir haben trotzdem noch diese Mentalität der Verschwiegenheit. Und dass man nicht alles weiß von den Nachbarn und in anderen Ländern ist das ganz anders. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer taiwanesischen Austauschstudentin, die einmal nach dem Unterricht zu mir kam und gesagt hat, Private Banking in Taiwan würde nie funktionieren, weil das kleinste private Detail weiß immer die ganze Straße von einer Familie. Also diese Verschwiegenheit, das wird doch immer noch geschätzt. Vielleicht nimmt es immer mehr ab, aber im Moment, glaube ich, ist das noch etwas, was wir etwas mehr haben als ausländische Banken. Es gibt noch Hoffnung für eine Zukunft. Einige fürchten, die UBS könnte die Schweiz nun verlassen, andere hoffen fast darauf. Wäre es schlimm, Marc Chesney? Wissen Sie, die UBS sollte zweimal darüber denken. Weil wenn UBS im Ausland geht, zum Beispiel in Singapur, wer weiß, im London, dann da UBS too big to fail ist, die Frage ist, wer wird die Rechnung bezahlen? Nicht mehr der Steuerzahler in der Schweiz, dann der Steuerzahler in Singapur, in London. Frage, wird der Steuerzahler einverstanden sein, in London oder in Singapur die Rechnung zu bezahlen?
Und es gibt auch viele Vorteile in der Schweiz zu bleiben. Wäre es schlimm? Ich glaube, vielleicht Einzelne wünschen sich das. Man überlegt sich aber nicht, was das wirklich für Auswirkungen haben könnte. Also die UBS finanziert natürlich auch die wirtschaftliche Tätigkeit und die Aktivitäten von großen Unternehmungen und macht die Handelsfinanzierungen, die Zahlungen. Weshalb, wenn die Bank nicht mehr in der Schweiz ist, soll dann beispielsweise Nestlé noch in der Schweiz bleiben oder andere große Unternehmungen. Also das hat schon einen Zusammenhang, dass die Großbank dort ist, wo auch die Bank dort ist, wo auch die großen Unternehmungen sind. Da haben wir wieder einen Zirkel. Multinationale Konzerne in der Schweiz brauchen eine multinational tätige Bank und das schaukelt sich wieder hoch ins Weltweite. Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man unterschätzt, oder dass UBS doch eine Bank ist, die weltweit Geschäfte tätigen kann, und zwar die meisten Geschäfte, die es braucht und die Firmen auch unterstützen kann. Und wenn die UBS weg ist, da können die übrigen Schweizer Banken nicht alles übernehmen. Ich möchte nun nochmals ins Ausland schalten. Jean-Pierre Mitta in den USA. Guten Tag. Guten Tag. Ich frage auch Sie zuerst nach dem 19. März. War das für Sie ein besonderes Erleben? Ich weiß nicht, ob ich es besonders nennen würde, aber als Auslandschweizer ist man auch ein bisschen Botschafter. Und da ist man immer wieder stolz, wenn man die hohen Qualitäten und besonderen Errungenschaften mit Schweizer Herkunft präsentieren und akzentuieren kann. Und das kann man eigentlich erst sehr oft, aber am 19. März und danach überwiegten in mir die Emotionen der Enttäuschung und sogar ein bisschen Wut. Aus einem Unverständnis heraus, dass es die Credit Suisse so weit hat kommen lassen. Denn das war doch eine Krise mit Ansage. Sie haben jetzt die Diskussion verfolgt. Haben Sie etwas gehört, worauf Sie speziell reagieren möchten? Ich finde die Diskussion sehr wichtig. Viele wohl wichtige Details, in welcher sich die Credit Suisse Mitte März befand, sind uns wahrscheinlich nicht bekannt. Und meines Erachtens ist eine transparente Aufbereitung der detaillierten Sachverhalte dringend notwendig, damit man dann auch die richtigen Lehren aus der Situation ziehen kann. Und ich finde, die Schweiz muss jetzt in dieser Situation Leadership zeigen und sich mit einer High-Quality-Solution international profilieren. Und Sie haben auch eine Frage bezüglich der UBS. Ja, ich mache mal eine Annahme, dass die Akteure Mitte März plötzlich und schlicht viel zu wenig Zeit zur Verfügung hatten, den Notfallplan für die Credit Suisse abzuwickeln. Was halten Sie von einem Szenario, dass die UBS temporär die Situation überbrückt und dann über die Zeit hinweg trotzdem mehr oder weniger dieser Abwicklungsplan zum Tragen kommt? Die UBS wollte eigentlich die CS gar nicht oder zumindest nicht alle Teile der CS. Ansatzweise haben wir schon darüber gesprochen, oder, dass man tatsächlich sich überlegen könnte, diese Bank wieder auseinanderzubrechen und gewisse Teile wieder zu verselbstständigen und potenziell an die Börse zu bringen. Welche Teile das sind, da könnten die Notfallpläne ein möglicher Hinweis sein. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass die neue UBS das strategisch selber anschaut. Was wäre wieder verkaufbar? Weil Sie haben gesagt, oder, ich glaube, die UBS hat das nicht mit wehenden Fahnen übernommen, diese Credit Suisse. Und der Aktienkurs hat sich ja nicht extrem positiv entwickelt seit der Übernahme. Also das heißt, auch die Investoren zweifeln da etwas. Marc Genet, haben Sie auch den Eindruck, dass die UBS eigentlich gerne wieder ein paar Teile loswerden möchte? Es ist unklar. Ich habe gehört, dass die UBS lieber größer gehen möchte. Und das ist gerade gefährlich. Danke vielmals, Jean-Pierre Mitta. Danke Ihnen. Das war's von Let's Talk, unsere Ausgabe zu den Schweizer Banken. Susanne Ziegler, Marc Genet, vielen Dank. Die Fußnote kommt vom einstigen Chef der Deutschen Bank, Joe Ackermann, hier in einem Gespräch, das die NZZ mit ihm geführt hat. Ob das natürlich ein
ein Traumdeal. Also, dass man dann noch den Dank des Bundesrates bekommt, dass man dieses Geschenk annimmt, ist schon sonderbar. Ja, wir sind der UBS dankbar.